Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wow, das letzte Video war super chaotisch. Ich weiß noch nicht, was ihr davon haltet, denn ich habe es noch nicht online zum heutigen Tag. Es kommt am Mittwoch. Heute ist Samstag und es geht weiter im Haus. Wir waren schon richtig fleißig. Wie gesagt, das letzte Video, was ihr gesehen habt, war Samstag. Dann waren wir auf dieser Feier abends, das habe ich euch noch erzählt. Ich war zerstört am Tag danach, wirklich zerstört. Ich war so fertig, aber ich habe gegen Nachmittag mich dann endlich auch aufraffen können, noch ein bisschen was aufzuräumen. Im Hintergrund hört ihr gerade den Staubsauger fahren. Und inzwischen ist schon das Wochenende danach. Wir haben dann die Woche über hier und da ein bisschen was aufgeräumt und ja, Sachen installiert und so weiter und so fort. Ich gebe euch gleich auf jeden Fall mal eine Updated House-Tour. Und was heute auf dem Programm steht, ist auf jeden Fall wieder weiter aufräumen, so wie immer. Und den Garten so ein bisschen anlegen, mit dem Garten anfangen. Ich bin hier gerade in meinem Büro. Ihr müsst euch ja auch erst noch so ein bisschen zurechtfinden hier im Haus. Aber heute Morgen haben wir zuerst mal mit unserer Familie in Deutschland telefoniert. Und jetzt gehen wir erstmal Gassi. Und danach widme ich mich dem Aufräumen und danach widme ich mich dem Garten. Heute ist ein wunderschöner Tag, es soll 24 Grad werden. Sehr ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Es ist, in 4 Tagen ist Winteranfang hier bei uns und bei euch dann Sommeranfang wahrscheinlich. Ja, deswegen ist es sehr ungewöhnlich, dass es gar so warm ist. Aber naja, so, jetzt gehen wir mal Gassi und danach geht's los. Die Wäsche muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Ich bin heute Nacht ausgewandert ins Büro von meinem Mann auf die Schlafcouch, weil die Nachbarn haben nämlich gefeiert und das war so unfassbar laut. Die Nachbarn hinter diesem Zaun quasi, der hinter dem Fenster ist. Deswegen bin ich ausgewandert. Ich habe es nicht ausgehalten, es war so laut. Deswegen habe ich heute Nacht hier geschlafen. Mein Mann macht das immer nichts aus, er ist einfach liegen geblieben. Das muss ich auf jeden Fall auch noch aufräumen. So, und gerade kam auch noch eine Lieferung an. Schauen wir mal, das müssten die Rollläden sein. Genau, das sind die Rollläden für die oberen 2 Stockwerke. Ja, das längste ist für mein Büro. Die beiden für... Dann fehlt aber was. Ich würde sagen, wolltest du nicht für mein Büro auch? Ja, für dein Das sind Büro. 2 für mein Büro. Dann fehlt auf jeden Fall einer. Und das kann Dann fehlt was, ja. Dann muss ich nochmal schreiben, weil dann sind die 2 wahrscheinlich fürs Schlafzimmer, das für mein Büro und das für deins, und dann fehlt eins für dein Büro. Ja. Muss man gleich nochmal schauen. Kannst du mal die Leinen holen? Wir können nochmal pausieren. Hier über den frisch gewischten Boden. Ja, mit diesem Buffet sind wir jetzt auch endlich fertig. Das gilt. Das benutzen wir jetzt gerade im Moment noch als Garderobe. Weil. Ah ja, Couscous-Salat wäre auch gut. Ich glaube, mir ist Couscous-Salat lieber. So, das ist gerade unsere vorübergehende Garderobe, weil wir ja noch keine Garderobe haben. Ich dachte eigentlich, du bringst sie hier, dann kann ich auch anziehen. Also der Chaplin, der wird immer dicker. Ich verstehe es gar nicht. Jetzt wird es schon richtig schwierig, auch seine Leine zuzukriegen. So, Milu, geh mal zum Barber waschen. Zum Barber. Und du bleibst hier. Hund Nummer 2. Deine Leine geht mal zu. Remo, kannst du herkommen? Komm her. Remo. Hey, Oma. Du musst den ignorieren, glaube ich. Remo. Remo, komm her. Ja! Super hergekommen. Oh Gott, noch ein bisschen näher. Oh, dieser Hund, ne? Oh. So, jetzt könnt ihr beide zum Papa ab. Husch. So. Mittagessen auf der Dachterrasse. Ja, aber glaube ich passt schön hier, kann ich sogar. Ja. Ich dachte, ja, du willst vielleicht so nicht, deswegen habe ich mich da hingesetzt. Nee, eigentlich tatsächlich geht es mir ganz gut. Und da ist Santiago. Und wie Lu, meine Kamera sagt, du bist eine Landschaft. Ja, du bist eine Süßlandschaft.
Ich kann mich noch nicht so ganz losreißen. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen auf dem Balkon. Ich habe hier mein Tagebuch und da habe ich mein Cafecito. Und ich bin halb in der Sonne. Nur mein Popo ist in der Sonne. Da sitzt der Remo und schaut. Und ich glaube, ich entspanne noch mal kurz ein bisschen hier, bevor ich mit der Gartenarbeit anfange. Es ist halt Wochenende, wisst ihr. Und es ist irgendwie die einzige Zeit, wo man so richtig ohne schlechtes Gewissen einfach mal chillen kann. Die letzten Wochen waren so unfassbar anstrengend. Einfach mit dem Umzug, mit dem Hauskauf, das alles zu lernen, wie das funktioniert. Und es ist ja immer noch nicht alles erledigt, aber ich erzähle es euch ja dann gleich noch alles. Deswegen jetzt einfach mal kurz durchatmen. Max hat schon etwas angefangen, oder nicht nur etwas. Also Max kümmert sich jetzt erstmal um das Gefälle, dass das quasi dann das Wasser vom Haus weg abläuft. Und ich hole mir jetzt mal das Maßband und so weiter und so fort. Und eine Schnur oder so. Ich muss mal gucken, wo die ist. Und dann stecke ich dann mal gleich die Beete ab. Und dann können wir die Säcke dahin tun, wo sie hingehören. Und dann geht's los. Meine Arbeit geht dann los. Hat sie richtig beinahe wieder ausgesperrt. Okay, also der Plan hat sich ein bisschen geändert von dem, was wir machen wollen. Wir wollen jetzt in das Eck das Sofa stellen tatsächlich. Und hier vorne eine kurze Reihe Platten. Hier wollen wir eine Pflanze rein, den Limonenbaum. Und das hier sind jetzt die Beete. Das heißt, ein Beet an der Wand, dann hier nochmal eins und dann quasi da hinten im Eck kommt der Rhododendron. Und hier in das Eck kommt die Cedron. So der Plan. Was wolltest du jetzt gerade sagen? Dass wir das hier schon bis daher machen. Ja. Sonst ist es zu klein, glaube ich, die Platten. Ja, wir müssen uns halt ein Sofa aussuchen, was da reinpasst und dann die Platten aussuchen und dann wissen wir, wie viel das genau wird. So, Max ist mega gut hier am Verdichten und alles und ich habe das ganze Holz von meinen Hochbeeten hochgetragen. Und das legen wir jetzt dann mal aus, dass wir mal gucken, wie die Beete sind und ob sich das ausgeht mit dem Holz, was ich da habe. Weil das will ich natürlich wiederverwenden. Also ich baue die nicht genauso auf, wie ich sie hatte, sondern ich benutze quasi das Holz, um die neuen Beete zu konstruieren. Mal gucken, ob das klappt. Es geht voran. Wir haben jetzt diese ganzen Dinger wieder so ein bisschen zusammengesteckt, aber natürlich nicht so, wie sie eigentlich gehören. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Sondern so, wie ich es machen möchte. Es geht sich nicht ganz aus, weil diese Dinger quasi nur im rechten Winkel eine Verbindung haben. Also nur an zwei Seiten. Aber dann hier ist wieder keine Verbindung. Deswegen brauchen wir zwei, um ein langes und ein kurzes so rum, also wenn wir quasi fortführen wollen. Aber ansonsten finde ich eigentlich, dass sich das ganz gut macht. Wir müssen jetzt holt Max gerade Schrauben und so. Und jetzt bohren wir quasi das hier zusammen, damit es hält. Diese hintere Ebene, also das hier und das hintere, das ist höher, weil wir hier ein Fundament haben. Und das Fundament ist höher als der sonstige Garten. Und da wächst ja nichts drauf auf dem Balkon. Deswegen machen wir quasi hier noch eine Ebene höher. Da hinten ist eine Ebene höher. Und hier aber bleiben wir auf der unteren Ebene. Und alles quasi, was hier zwischen ist, was kein Beet ist, hier vorne. Und hier machen wir Rasen. Und hier wollen wir wahrscheinlich dann eine Sitzecke hinmachen. Und hier unter den Säcken legen wir dann, das ist die Milou. Milou, du darfst nicht raus, rein mit dir. Und hier vorne so eine Linie Platten, dass man quasi raussteigen kann, ohne auf Rasen zu steigen. Genau, und hier pflanzen wir wahrscheinlich den Limonenbaum ein, dass der dann wächst und die Sitzecke beschattet, hoffentlich irgendwann. Ja, Milou, du Arme, ich weiß schon. Du darfst nicht raus. Naja. Das machen wir jetzt jedenfalls mal fest und dann können wir nämlich schon Säcke da einfüllen und dann sieht das Ganze doch eigentlich schon ganz vernünftig aus. Dann haben wir auch schon ein paar Säcke weniger hier liegen
Und morgen holen wir dann noch die Limonen und pflanzen sie ein. Den Rhododendron können wir heute einpflanzen. Genau, und die kommen aber irgendwo anders hin, das weiß ich noch nicht genau wohin. So, da kommt die saure Erde. Okay, das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Heinrich, das ist ja gar nichts. Nee, das ist ja auch gar nichts. Gut, er muss ja auch nicht bis oben hin voller Erde sein. Ja, aber über die Schrauben sollte er schon gehen. Ja, also bestellen wir noch mal mindestens einen so einen Sack, oder? Zwei solche Säcke noch. Ja, wir werden. Verdichtet sicher mit der Zeit auch. Ja, dann kannst du ihn einfach oben drauf setzen. Genau. Und dann. Tja. Ja. Süß. Alles auskosten. Ja. Okay, Max ist schon dabei jetzt hier. Ich war gerade kurz Gassi. Max ist dabei, die Säcke auszuleeren, damit es hier mal ein bisschen weniger chaosmäßig wird. Aber es sieht ja eigentlich, also die Erde sieht sehr gut aus, finde ich. Die sieht viel besser aus als die Erde, die wir früher hatten. Ja, Also ist gar kein Vergleich. Leute, sieht das nicht fantastisch aus? Mega, oder? Ich bin richtig begeistert. Wir haben ein paar von den Platten jetzt mal als Provisorium hier hingelegt. Und jetzt müssen wir noch Kies bestellen, dass wir das hinten verdichten können und Platten drauf tun können, damit wir dann da hinten eine Sitzecke machen. Und ja, ich finde, das sieht eigentlich echt ziemlich gut aus. Ich bin echt voll positiv überrascht, wie viel wir jetzt heute geschafft haben. Und ich bin ein bisschen geschockt, wie viel Erde man doch braucht, aber... Ja, aber das war's. Was zu befürchten, ich meine, wir müssen also auch wissen, wie viel Beete einiges. Ja, das Problem ist, dass ich nicht vorher vorhatte, die hinteren Beete doppelt so hoch zu machen, aber das passt schon. Also es gefällt mir richtig gut, wie wir es jetzt gemacht haben. Ja, ist auch schön, dass das so eine Ebene hat. Ja, ich finde es echt richtig toll. Aber es gibt noch... Ja, es gibt noch einiges zu tun, so viel ist gewiss. Ich muss mich jetzt sputen, weil ich habe heute Mädelsabend und in einer Stunde muss ich fertig sein zum Pfannkuchen machen. Geduscht, angezogen, geschminkt. Ich muss noch einkaufen. Wow. Wow, auf einmal ist es dunkel. Es wird auf einmal so schnell dunkel. Ich habe jetzt mir voll krass Mühe gegeben, noch voll schnell hier alles aufgeräumt, den Teig gemacht und so weiter und so fort. Und ich glaube, jetzt sieht es ganz gut aus im Wohnzimmer. Ich zeige es euch mal kurz. Max ist noch mal schnell mit den Hunden unterwegs, aber ich mache ja heute Abend Mädelsabend. Das heißt, er geht dann außer Haus, trifft sich auch mit einer Freundin. Okay, ich zeige euch jetzt mal, wie es aussieht. Also, man kommt hier rein und natürlich hat man zuerst mal die Küche. Die ist einfach halt klein und ja, nicht so geil wie immer. Also übrigens von allen Unterschränken, alles, was hier unten ist, haben wir nur so winzige Popelschubladen frei. Und hier ein bisschen Platz für Mülleimer und Hundefutter. Das war's. Das ist die Geschirrspülmaschine. Und das ist alles zu. Da kann man überhaupt nicht rein. Und das ist der Rest vom Wohnzimmer. Ich habe jetzt den Tisch gedreht. Klar, der Kühlschrank, aber der steht ja nicht mehr lange. Und dann hier die Kommode. Schönes rotes Licht, warmes Licht. Sofa mit Decken wegen den Hunden. Und dann kann die Party kommen, würde ich sagen. Garderobe haben wir noch nicht, deswegen stehen meine Schuhe hier. Also hier ist dann voll das helle Licht, aber gut, so ist es. Ja, da ist der Body vom Remo, den ziehen wir ihm dann gleich wieder an. Ja, so sieht's aus.